Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von WIGVIEW. Hast du das starke Gefühl, unter deinen Möglichkeiten zu leben? Möchtest du endlich dein volles Potenzial ausschöpfen? Dann solltest du jetzt unbedingt weiterschauen. Um zu verstehen, wie es sein kann, dass Menschen nicht ihr volles Potenzial entfalten, dient uns heute die Metapher eines Ackers. Ein Acker hat ein bestimmtes Potenzial, zum Beispiel x Tonnen Getreide im Jahr zu bringen. Wie kann es sein, dass ein Acker dieses Potenzial nicht ausschöpft und eben viel weniger Frucht dabei entsteht? Und Salomo gibt eine Erklärung, die sowohl Äcker betrifft, als auch Menschen im übertragenen Sinne, nämlich Unrecht. Man kann sich das gut vorstellen, wenn zum Beispiel ein Acker beraubt wird, durch marodierende Banden oder durch Brandstiftung zerstört wird, dass er dann nicht sein volles Potenzial entfaltet. Aber wie ist es bei Menschen? Wie kann Unrecht Menschen daran hindern, ihr volles Potenzial zu entfalten? Um das zu verstehen, müssen wir erstmal sehen, welche Arten von Unrecht es überhaupt gibt. Und ich möchte da unterscheiden zwischen zwei grundsätzlichen Typen. Das eine ist Unrecht, das dir von anderen angetan wird, und das zweite ist Unrecht, das du dir selbst antust. Fangen wir mit dem Unrecht an, das andere Menschen dir antun. Da gibt es wiederum auch zwei Dinge, die man unterscheiden muss. Das eine wären tatsächliche Blockierungen und das andere sind mentale Blockierungen. Tatsächliche Blockierungen, das wäre Unrecht, das andere Menschen dir antun und womit sie dir tatsächlich faktisch den Weg versperren. Zum Beispiel die Eltern, die dich einen bestimmten Weg nicht einschlagen lassen, der Lehrer, der dir bestimmte Noten nicht gibt, weil ihm deine Nase nicht gefällt, oder der Chef, der dir die Beförderung nicht gibt, obwohl du es eigentlich verdient hättest. Gegen solche Blockaden ist es zunächst mal schwer anzukommen, aber nichtsdestotrotz sollte man nicht den Mut aufgeben, sondern einfach weitermachen. Es gibt ganz viele Beispiele von großen Menschen, die mit großen Problemen zu kämpfen hatten, mit großen Steinen im Weg und die trotzdem Großes vollbracht haben. Ich denke da an den großen indischen Prediger Bhagat Singh, der einen großen Sprachfehler hatte und trotzdem eine unglaubliche Reichweite hatte in Indien und viele Gemeinden gegründet hat. Die zweite Art von Blockierung, die mentale Blockierung, gegen die kannst du sehr viel tun, denn die existiert nur in deinem Kopf. Das sind einfach Glaubenssätze über dich selbst, die nicht wahr sind. Zum Beispiel, ich bin langweilig oder ich kann nicht schreiben, ich kann nicht reden, ich bin unsympathisch oder solche Dinge. Wenn du das glaubst, obwohl sie überhaupt nicht wahr sind, dann hast du so eine mentale Blockierung. Die können natürlich wiederum von Menschen kommen, die sie dir eingeredet haben. Aber du bist es, der diese Lügen glaubt. Unrecht, das du dir selbst antust. Da sind wir schon gleich beim Thema, denn wenn du solche Lügen glaubst, die dir andere Menschen einreden, dann ist es bereits Unrecht, das du dir selbst angetan hast. Was gibt es für weitere Möglichkeiten, wie du dir selbst Unrecht antun kannst? Nun, das erste ist, dass du Beziehungen belastest und es nicht klärst. Also, wenn du eine belastete Beziehung hast zu jemandem, dann solltest du das möglichst schnell klären, weil sonst wird es einfach dich selber auch psychisch niederdrücken und du wirst einfach nicht dein volles Lebenspotenzial ausschöpfen können. Die zweite Möglichkeit ist, dass man selber nicht vergibt. Also, wenn dir jemand anders was angetan hat und du ihm einfach nicht vergibst, sondern Wut und Bitterkeit und Groll in dir hortest, dann wird dich das auch enorm runterziehen und wird dich total blockieren. Die dritte Möglichkeit ist, dass du anderen Menschen nicht das gibst, was ihnen zusteht. Deinen Kindern, deinen Eltern, deinem Ehepartner, deinen Freunden, all denen, die haben etwas verdient, was sie von dir bekommen sollten. Liebe, Anerkennung und so weiter. Oder auch tatsächliche Hilfe. Und wenn du es ihnen nicht gibst, dann wirst du nicht nur deine Psyche belasten, sondern auch dein Gewissen und natürlich die anderen Beziehungen. Und vielleicht sind ja gerade diese Menschen dazu geeignet, dir zu helfen, deinen eigenen Weg zu finden, dein eigenes Potenzial zu entfalten. Und wenn du ihnen zuerst hilfst, ihr Potenzial zu entfalten, dann kommt es auch auf dich zurück und du wirst einfach eine große Explosion dann erleben in deinem Leben.